HR2 Kultur am Nachmittag. Gehört haben wir die ganz neue Musik zum Stummfilm Das Kabinett des Dr. Caligari, komponiert von Karl Bartos, ehemaliges Mitglied der Band Kraftwerk, und heute kommt diese Filmmusik als Doppel-CD auf den Markt und am 17. Februar, nächste Woche Samstag, hat der Film Das Kabinett des Dr. Caligari mit der Live-Musik von Karl Bartos Premiere in der Alten Oper Frankfurt. Und am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Karl Bartos. Hallo. Guten Tag, schönen Gruß aus Hamburg. Ja, schönen Gruß aus Frankfurt. Karl Bartos, Musiker, DJ, Musikproduzent, Songwriter, Komponist. Sie gehen auf Tour mit dem Film. Die Premiere nächste Woche in Frankfurt ist ausverkauft. Da würde ich fast sagen, kein Wunder. Denn der Film von 1920 selbst ist eine Legende und Sie, Herr Bartos, sind ja auch so ein bisschen eine Legende als ehemaliges Mitglied von Kraftwerk, einer der erfolgreichsten und einflussreichsten deutschen Bands, Pioniere des Elektropops ab den 1970ern. Wann sind Sie und Dr. Caligari sich denn begegnet? Ja, ich erinnere mich, das war in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, als ich in Düsseldorf mit meinen Musikerfreunden den Film von Fritz Lang, Metropolis, in Musik übersetzte. Und dabei bin ich natürlich auch auf das Kabinett des Dr. Caligari gestoßen. Erst natürlich über die Literatur, über Bücher und Berichte über den Film, weil damals gab es ja noch kein Internet und wir hatten ihn eigentlich gar nicht gesehen, den Film Metropolis, und Caligari auch nicht. Aber es gibt ja dieses tolle Buch von Lotte H. Eisner, Die dämonische Leinwand. Und von da ging es los. Was macht denn die Faszination dieses Films aus? Ich meine, aufgeführt worden zum ersten Mal ist er in Berlin am 26. Februar 1920. Und damals hat er ja verstört und fasziniert gleichzeitig. Was ist das für ein Film? Also damals war vor allen Dingen, glaube ich, entscheidend für den Erfolg des Films diese Optik, diese schräge Optik, dass es keine geraden Linien gibt und die Überzeichnung der Menschen. Ich glaube, wenn ich das in einem Satz zusammenfassen würde, was mich daran am Anfang so fasziniert hat, da war es, dass die Figuren ihr Innerstes nach außen kehren. Der Film ist sozusagen die Spiegelung der Psyche. Es geht ins Innere der menschlichen Kreatur sozusagen. Das, was die Leute denken, tragen sie nach außen. Das ist die Faszination. Und damals war natürlich auch die Psychoanalyse unglaublich berühmt und bekannt. Das Innere des Menschen wurde erforscht. Und das hat mich natürlich auch am meisten interessiert daran. Und diese expressionistischen, seltsamen, verzerrten Kulissen, diese Kameraeinstellungen, das besondere Licht und natürlich auch das, was immer zum Stummfilm gehört hat, dieses übertriebene gestische Schauspiel und die extreme Maske und Schminke. Zu welcher Art von Musik hat Sie das angeregt? Also der Film ist ja ein Produkt des 20. Jahrhunderts. Er spielt im 19. Jahrhundert und in einem Rückblick sind wir dann im 18. Jahrhundert. Und als ich zuerst versuchte, das ein wenig zeitgenössisch zu gestalten, die Musikalisierung, hat das nicht hingehauen. Also ich fühlte mich nicht wohl. Die Bilder passten nicht, oder die Musik passte nicht zu den Bildern. Und dann war ich auch schnell beim Sinfonieorchester, weil in den letzten 300 Jahren haben wir natürlich eine nachvollziehbare Musiktradition, auf die wir uns berufen können. Und das ist genau der Klangkörper, den ich dazu erwecken wollte. Allerdings in einer veränderten Art und Weise, denn man kann ja kein Symphonieorchester kopieren, das geht nicht so leicht. Also haben wir es transformiert. Ja, Sie haben ja erst am Klavier angefangen zu komponieren, dann die Noten aufgeschrieben. Und wie ist es dann zu der Version gekommen, die wir gehört haben? Das ist ja kein Orchester gewesen, kein Sinfonieorchester. Da spielt der Sounddesigner Matthias Black auch eine Rolle. Ja, genau. Also es ist schon ein Symphonieorchester, aber ein transformiertes Symphonieorchester. Und als ich dann mehr und mehr in die Musik einstieg, hatte ich noch die Idee, die Geräusche der erzählenden Welt hörbar zu machen, weil das zieht einen natürlich
in den Film rein, obwohl es sich natürlich um einen Traum handelt. Aber sobald man die Geräusche hinzufügt, zum Beispiel, wenn jemand an eine Tür klopft oder man hört die Schritte oder so, dann sind wir natürlich wieder in der Jetztzeit, in der Gegenwart. Nur so sind wir ja Filme gewohnt eigentlich. Ja, das können wir uns jetzt auch mal anhören. Wir haben noch einen Ausschnitt vorbereitet aus dem Film. At the Fun Fair heißt dieser Track auf der Doppel-CD, also auf dem Jahrmarkt. Was passiert da im Film? Bevor wir die Musik hören, können Sie es ja mal kurz erklären. Also die Geschichte des Caligari wird erzählt von einem der Protagonisten, der heißt Francis, und der ist so eine Sherlock-Holmes-Gestalt. Und am Anfang sehen wir ihn auf einer Bank und erzählt die Story, wie er sozusagen mit einem Freund, einem Studenten, Alan, diesen Jahrmarkt besucht. Und das ist genau die Szene, die beiden Herren betreten den Jahrmarkt. Dann hören wir da mal rein. HR2 Kultur auf dem Jahrmarkt. Ein Ausschnitt aus der neuen Musik zum Stummfilm Das Kabinett des Dr. Caligari, komponiert von Karl Bartos. Herr Bartos, Sie haben eben schon gesagt, Sie haben nicht nur die Musik komponiert, sondern auch Geräusche und in diesem Fall Gesprächsfetzen mit eingearbeitet. Warum haben Sie das gemacht? Das ist ja mehr als der gewöhnliche Soundtrack. Ja, es ist ja so, der Film, die Leinwand ist ja zweidimensional. Und die Musik gibt eine dritte Ebene, nämlich die ist in der Lage, Dinge zu erklären und eine Tiefe zu schaffen, die eben sonst nicht da ist, heutzutage im Dialog. Im Stummfilm haben wir ja weder Dialog noch irgendetwas anderes. Die Musik wurde live hinzugefügt, weil man Ton und Bild nicht zusammen aufs Celluloid bringen konnte. Sobald man die Geräusche der erzählenden Welt aber zum Erklingen bringt, bekommt die Leinwand quasi die Illusion einer Dreidimensionalität. Man hat die Tiefe. Wenn Sie zum Beispiel eine Person durch die Leinwand marschieren sehen, zum Beispiel von links nach rechts und von vorne nach hinten, hat man die Illusion einer Tiefe. Und das wollte ich erstmal haben. Und die Musik bringt dann eine weitere Dimension. Sie ist in der Lage, das Innenleben der Menschen, genau wie es das Konzept des Films ist, hörbar zu machen. Karl Bartos, Sie sind ja nächste Woche in der Alten Oper dabei. Sie steuern live die Musik und auch die Geräusche. Wie funktioniert das und wie landen Sie da genau auf den Punkt? Naja, die Musik, das Orchester, unser elektronisches Orchester ist ja punktgenau synchronisiert und die Geräusche auch. Und ich beschäftige mich mit der Musik jetzt, das sind jetzt insgesamt 4 Jahre. Und da kriegt man schon den ein oder anderen, die ein oder andere Zählzeit mit. Das klappt schon irgendwie. Karl Bartos, viele Komponisten haben schon Musik zum Film Das Kabinett des Dr. Caligari komponiert. In den letzten 40 Jahren zum Beispiel Peter Michael Hamel, John Zorn, Jeff Beal und jetzt 2024 Karl Bartos mit ihrem Tondesigner Matthias Black. Kennen Sie die Fassungen eigentlich? Hat Sie das irgendwie beeinflusst, inspiriert oder vielleicht sogar auch bestärkt in Ihrem Wunsch, es ganz anders zu machen? Es ist in der Tat so, dass unglaublich viele Komponisten versucht haben, eine Musik komponiert haben dazu, weil es ist natürlich eine Herausforderung, weil die Originalmusik nicht erhalten ist. Bei mir war das so, dass ich habe im Laufe der Jahre alle möglichen Musiken mir bestellt, gekauft aus dem Internet und so, aber ich habe das nicht gehört, was in meinem Kopf war, was ich gefühlt hatte. Ich wollte eigentlich die Musik komponieren, die ich fühle, wenn ich die Bilder sehe. Und die Herausforderung war, der Film gilt als das erste Kunstwerk dieser neuen Art, der reproduzierbaren Massenmedien. Ich wollte aus Stille Kunst machen, also wenigstens auf dem Weg dahin. Ich habe es versucht. Karl Bartos, Sie sind
inzwischen 71 und Sie haben eben schon gesagt, Sie haben sich in den 70er Jahren, also als junger Mann mit Anfang 20, mit Stummfilmen auseinandergesetzt und auch Filmmusik zu Fritz Langs Metropolis komponiert. Was ist eigentlich daraus geworden? Also wir haben nicht die Filmmusik zu Fritz Langs Film Metropolis komponiert, sondern wir haben den Eindruck, den der Film oder die Bilder damals in uns hinterlassen hat, in Musik übersetzt. Also das Stück, was wir dann geschrieben haben, das ist eine Art Metamusik über den Film Metropolis. Karl Bartos, Komponist der neuen Filmmusik zum Stummfilm Das Kabinett des Dr. Caligari. Kommende Woche Samstag am 17. Februar ist die ausverkaufte Premiere in der Alten Oper Frankfurt. Und die Musik, die ist seit heute auf dem Markt. Die Doppel-CD heißt Karl Bartos, The Cabinet of Dr. Caligari. Erschienen beim Label Büro B für knapp 18 €. Karl Bartos, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich für das Interesse.